Ich glaube, ich werde das nochmal spielen müssen mit dem anderen Pfad und zu sehen, wo es hinführt. Aber das später. Ich müsste bei einigen Spielen nochmal gucken, was passiert wäre, wenn ich mich anders entschieden hätte. Vielleicht hätte ich die Welt gerettet, statt sie zu zerstören, oder zerstört, statt sie zu retten. Aber wer weiß das schon jetzt im Nachhinein. Und mal kurz gesagt, bei manchen Spielen, die so elendslange sind. Ich glaube, ich könnte die nicht nochmal durchspielen. Egal wie toll sie waren. Wenn ich daran denke, dann ich habe wieder so wenig Lebensenergie, weil ich noch Level 1 bin. Ich will aber gerne Level 40 sein, weil da hatte ich genug Lebensenergie, dass ich nicht ständig sterbe. Man kennt das vielleicht. So. Wir haben uns jetzt für den richtigen Pfad entschieden und den richtigen Pfad genommen, der uns in diese Geschichte führte. Und jetzt sind wir hier How can I open that? an dem Ende und fragen uns, wie kann ich das öffnen? Wie kann ich es öffnen? Hier. Einfach hin und frag mich, warum es brennt. Tada! Boah, wir rennen einfach gegen. Naja, andererseits. Oh, jetzt geht's weg, okay. Andererseits, ich kenne das ja noch aus Nefice, Endgegner X. Tot. Oh, hier ist Stein. Mit Symbolen drauf. Wir haben es geschafft, wir sind durch die Höhle durch und folgen wieder dem Pfad. Wir laufen hier schon 2 Stunden durch die Gegend. Wir folgen immer noch dem Pfad. Der uns jetzt runterführt. I remember the miller when he still lived in the village, before he moved the mill deep into the forest and away from people. He had been making strange machines that ran on water power, sometimes very hot water. He made machines for work, for moving and lifting heavy things, for cutting and clearing trees, very strong machines with wheels and cogs and noisy parts. The people became afraid and began to whisper that the miller was quite mad. Ich erinnere mich noch gut an den Müller, bevor er seine Mine weiter in die Tiefen der Höhle gebracht hat. Er machte Maschinen, die mit seiner Mühle betrieben wurden. Mit rotem heißem Wasser. Die viele Dinge machten, die gebohrt haben, die geschraubt haben, die gefräst haben, die alles Mögliche gemacht haben. Und er hat so viele Maschinen gemacht, dass die Leute angefangen haben zu flüstern, dass er vielleicht verrückt wäre. Und dann haben sie seine Maschinen genutzt, damit sie schönere Sachen machen können. Aber manchmal ist man halt Erfinder und macht Sachen, die andere sich nicht ausdenken können. Und hat dann dazu noch das richtige Werkzeug, dass man das hinkriegt. Und jetzt regnet es noch stärker, oder wie? Also der Typ hat sich echt viel Arbeit gemacht, der das Spiel hier gemacht hat mit diesem Weg. Und dann vielleicht noch einen zweiten Weg, Alter. Und das Ding dauert hier ja schon richtig lang. Aber es ist immer wieder was Neues zu sehen, also eigentlich immer wieder was Altes zu sehen, aber immer wieder neu aufgebaut. Durch schöne Gegenden. Und wenn ich jetzt überlege, dass er noch einen zweiten Weg gemacht hat, den ich am Anfang einmal abgelehnt, also mich entschieden habe, und jetzt immer noch so viel Weg ist. Holy Macaroni.
Das lässt für mich zwei Sachen zu. Entweder, heilige Scheiße, hast du dir viel Mühe gemacht, oder, verdammt, ich will sowas auch machen. Wenn das jetzt nicht so viel Aufwand war, dann muss ich das auch mal ausprobieren. Ich fürchte aber eher, dass es viel Aufwand war und das Spiel dementsprechend umfangreich zu programmieren war, zu bauen war, zu erstellen war, zu was auch immer war. Von daher erstmal provisorisch Hut ab, also sowieso. Die ganzen Stimmen einsprechen lassen und Geschichten erstmal ausdenken und das hier alles umsetzen und überall die Pflanzen hinzusetzen, den Trampelpfad einzubauen. Erst mit der Cry-Engine, jetzt mit der Unreal Engine. Und Berge, die alles hier, boah. Die Laserstrahlen da oben. Reflexionen und alles. So fast unfassbar viel. Den Weg durch den Tunnel eben mit dem Stein, der explodiert am Ende. Wie gesagt, noch den zweiten Weg, den ich jetzt total... Wo soll der längst geführt haben? Vereinen sich die Wege nochmal zum Genie oder habe ich dadurch den Weg komplett anders entschieden? Ich würde ja nicht schlecht gucken, wenn die Entscheidung vorhin das ganze Spiel beeinflusst hätte, von wegen, ja, du hast den blauen Weg genommen, das wird gut, hättest du den roten Weg genommen, wäre schlecht. Und irgendwie habe ich Angst, dass irgendwann die Stimme wiederkommt und was zu diesem Haus sagt, was da schwebt. One day he caught me playing too close to the big water wheel. He took me by the hand and sat me down on a recently hewn stump. Sitting across from me, he said, "I know you, Lula," in a soft, soothing voice, sounding not at all mad. "You are the weaver's child. I see you running and exploring like no other. You have an inquisitive mind, and that's good. We are not so very different, you and I." Ja, wir waren ja beim Müller eigentlich, der da oben anscheinend wohnt. Und der hat Lula dann halt gesehen und hat gesagt, hey Lula, ich kenne dich. Und klang überhaupt nicht verrückt. Ich habe gesehen, dass du hier rumläufst und alles erkundest. Und ich merke schon, dass du auch so ein außergewöhnliches Gehirn hast wie ich. Und vielleicht ist ja das ganze Blauzeugs von ihm. Okay, ich würde auch doof gucken, wenn jemand es schafft, sowas schweben zu lassen mit Solarzellen drunter. Und scheinbar ist das blaue Zeug wirklich von ihm. Und da läuft die Mühle noch mit Wasser. Ja, ich komme da irgendwie nicht hoch. Ist das der Grund, warum es regnet? Weil du da oben wohnst? Sei es drum. Ich kann wieder schneller laufen. Ich merke gerade, dass 2 Stunden sitzen auf dem Muskel geht, auf dem ich sitze. Ja, und wir rennen mal schneller. Das mit der Mühle irritiert mich immer noch ein bisschen. Dass sie da einfach so rumschwebt. Aber nun gut. Wenn man ein Erfinder ist und sowas erfindet, dann hat man es erfunden. Ich bewundere sowieso Leute, die alles Mögliche erfinden, sich irgendwie Gedanken machen, hey, man bräuchte so und sowas und dann machen sie es.
und kriegen es sogar hin. Und ich sitze dann manchmal und sagte, oh, man bräuchte so und sowas und dann brauche ich die und die Materialien und dann müsste ich noch so machen und das dann und wie mache ich das? Und ich glaube, ich habe dann ein Problem, ich komme da nicht weiter. Google weiß auch nicht, was ich will, weil ich nicht weiß, wie ich die Frage formulieren soll. Und dann schreibe ich das irgendwo hin und hoffe, dass irgendjemand das findet, der dann denkt, alles klar, du brauchst ein The people say you are mad. They are afraid of your machines, I said. His brow furrowed as he looked towards the village center where people were going about their daily business. In hushed tones he said, Do you know what the people are really afraid of, truly deep down? They are afraid of learning their true nature. They fear the truth about what they are. He looked back to me as a nearby machine stopped working and looked towards us. It seemed to be listening. Ich sagte zu dem Müller, du Müller, die Leute glauben, du bist verrückt. Und der Müller sagte, weißt du, was sie wirklich verrückt macht? Dass sie irgendwann erfahren, was ihr wahres Selbst ist. Und dann stoppte eine Maschine neben uns und sah uns an, und als würde sie sagen, ich weiß auch nicht, wer ich bin, ich würde es auch gern wissen. Als hätte sie zugehört. Und wir folgen jetzt den Drizzlepath. Den Drizzlepath weiter. Schauen nochmal zu dem Berg hoch. Ja. So, jetzt habe ich es doch nicht geschafft, das in einem durch aufzunehmen, weil mein Hintern dachte, du musst mal aufstehen. Naja. Kurz ein bisschen bewegt, jetzt kann ich wieder sitzen. Es ist auch so eine Arbeitskrankheit. Man sitzt den ganzen Tag und muss dann einfach aufstehen und laufen. Okay, es regnet. Der verrückte Müller und so und ja. Der Pfad geht immer noch weiter. Durch dieses Gebirge hier und durch das ganze Reden rächt es sich, dass ich vorhin so viel Abgase Is this the wrong way? Ist das der falsche Weg? Nee. Ich bin noch nicht so leicht gelaufen, um dann zu erkennen, oh, ist der falsche Weg. You see, Lula, the miller continued, they are afraid that the machines may one day develop their own intelligence and begin to make their own decisions, that they will, in a way, be just as alive as them. This frightens them because it would prove their notions about life to be wrong. It would mean that life is not magic, but a natural, inevitable occurrence of sufficient time and conditions. A light seemed to glow in his eyes as they pierced deep into my own. Ja. Siehst du, Lula, die Menschen haben Angst, dass die Maschinen irgendwann ein Bewusstsein empfinden und dass ihre ganzen Gedanken über das Leben dann hinfällig sind, weil das Leben dann halt keine Zauber, Magie oder irgendwas ist, sondern einfach nur die logische Konsequenz der natürlichen Entwicklung. So als wäre jedes Lebewesen, was sich weit genug entwickelt, in der Lage zu denken. Und irgendwann haben sie dann halt Angst, dass die Maschinen auch so weit sind, selber zu denken, dass sie selber denken. Und nicht irgendwelche Algorithmen folgen, sondern dass diese Algorithmen sich neu schreiben, verbessern, improven und sie somit selbst zu Lebewesen werden, was ja nicht so weit hergeholt ist. What they are really afraid of is that the reflection they see in the mirror is also just a machine, a wonderful biological mechanism, but a machine nonetheless. They think themselves free, but in their willful ignorance, they are as free as guinea pigs in the maze. Their life is out of balance.
He let out a long sigh and said, "Now, be on your way, Lula. The machines grow restless without work to do." He stood and began to walk away, then paused and looked back at me. "Stay curious, Lula, child of the weaver. Never stop exploring. Never give up hope. Find the genie, and most importantly, question everything." Ja, die Menschen haben Angst, dass sie irgendwann in den Spiegel blicken und erkennen, dass sie selber nur eine Maschine sind, die irgendwie denken kann und sie halt nicht wirklich denken können, sondern einfach nur maschinell alles abarbeiten. Und davor haben sie Angst. Dass sie keinen freien Willen haben, dass sie nicht machen können, was sie wollen. Was ja so der Fall ist, wenn einem vorgeschrieben wird, was man tut. Und jetzt hinaus, Lula. Lauf in die Welt. Hör niemals auf zu entdecken. Hör niemals auf, dich zu wundern und zu fragen, warum du jetzt auf der falschen Taste sitzt und statt WQ drückst. Lauf durch die Welt, frage dich, wundere dich und entdecke Neues und mach dir deine Gedanken dazu. So wie ich es ja gerade tue. So, dieser Baum sieht hübsch aus. Vor allen Dingen, wenn der Blitz dahinter einschlägt. So, hier ist ein bisschen Baum, hier ist ein bisschen Weg. Die hat sich ja gefragt, ist das der falsche Weg, aber jeder Weg ist der richtige. Question everything. His admonition echoes in my sleep and weaves its way into my dreams. Dreams that the shamans say are proof of the gods. Could they be wrong? Will the machines learn to dream? If they become free to make their own choices, to choose their own path, will they be good choices? Will they be kind? It all sounds so absurd. Surely there is not enough time in all the world for them to develop intelligence. Hinterfrage alles. Ist es möglich, dass die Maschinen träumen, dass sie so intelligent werden, dass sie eigene Entscheidungen treffen? Sind diese Entscheidungen dann sind die Entscheidungen dann nett? Helfen sie allem oder sind sie dann doch irgendwie nur von Maschinen vorgegeben? Jetzt gehe ich schon wieder langsam. Das sind interessante Fragen, die das Spiel hier stellt, auf die wahrscheinlich die Westen Philosophen und Wissenschaftler nicht wirklich eine Antwort wissen. Denn mir hat es noch keiner richtig gut erklären können, wie die Denkprozesse in meinem Gehirn funktionieren. Also ich weiß, dass da irgendwie Strom fließt und hin und her und so weiter, aber woher kommen Erinnerungen? Was passiert in Träumen? Warum träume ich so einen Scheiß, wie ich träume? Wenn irgendjemand irgendeinen Reiz in meinem Hirn einsetzt, wie zum Beispiel einen Hirnschrittmacher, von dem ich mal gehört habe, kann dann dieser Hirnschrittmacher Signale setzen, dass ich was Bestimmtes denke? Also ich erinnere mich daran, dass ich irgendwie gesehen habe, dass man Mäuse mit Elektroschlägen dazu bringen kann, eher rechts zu laufen als links zu laufen. Und andersrum. Oder waren das Insekten? Nee, man kann Insekten steuern, dass sie nach links fliegen und nach rechts fliegen. Naja. Perhaps the miller was mad after all. The stories of the shamans seem much simpler and easier to understand. Will it make me also mad if I question everything? If I doubt the stories told by the shamans,
Surely they will think me mad. And worse, they may think I am wicked. But I know in my heart that I am not. So perhaps it would be best not to question the shamans. They are the wisest of our people and surely can't be wrong. Vielleicht war der Müller doch verrückt. Die Erklärung der Schamanen wirkten so einfach und leicht zu verstehen. Sollte ich die Schamanen hinterfragen? Sollte ich ihnen sagen, dass sie falsch liegen? Wahrscheinlich denken die Schamanen dann, ich wäre verrückt. Oder durchgeknallt. Vor allen Dingen, weil ich da fliegende Drachen sehe, die es ja eigentlich nicht gibt. Es gibt Drachen, die rumkriechen, aber okay. Das Messer ist in dem Schatten versteckt und der Templer ist auf der Insel der Esel. Eine große schwarze Cloud verdunkelt den schon dunklen Himmel mit einem Selbstmordtrend. Als ich den Satz das letzte Mal gehört habe, wurde es auf einmal dunkel. Aber wir waren schon fast am Ziel von der Reise.